Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Wir hatten letztes Mal gerade die Chancen ausgerechnet für den allerschwersten Dungeon im ganzen Spiel, dem wir gegenüberstehen. Und zwar ist das die Monstergrotte in der Schattenwelt. Dort stehen wir immer noch vor dem allerersten Gegner. Und da ja das neue Account-System dafür gesorgt hat, dass man bei SF-Tools jetzt, um die Chancen zu berechnen, etwas anderes eingeben muss, hatte ich euch das mal gezeigt anhand meines Mains. Und dort haben wir festgestellt, ja, dass die Chance so circa bei 0,15 bis 0,20% liegt für Deltopus und der Gegner danach sogar auch schon möglich ist. Also Prozentchancen wurden mir schon angezeigt, ja. Und das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Wir hatten schon lange nicht mehr hier reingeschaut in Deltopus. Hin und wieder werden wir mal ein paar Tries hier versuchen, um mal zu gucken, wie sehr wir uns verbessert haben, was sich so tut jetzt mittlerweile. Und wir schauen uns dazu nochmal den besten Kampf, den besten Try, den wir bisher gegen Deltopus erreicht haben, an, um mal so ein bisschen in Stimmung zu kommen hier, ne? Da hatte mein Marquardt wirklich versagt, also der hat hier nicht viel dazu beigetragen. Die Kunigunde dafür hatte eine sehr ordentliche Leistung gebracht hier, kann sich sehen lassen. Und ja, wir haben auch unser Übriges getan. Ja, wir haben hier zwar ja, 2 Treffer nicht kritisch getroffen, dann wäre das schon erledigt hier der Fall. Wir hatten auch schon ein Try live im Stream, nee, das war im Video gewesen. Den hatten wir aber durchgeentert, durchgeskippt, deswegen konnte ich mir den leider nicht speichern. Da hatten wir den auf 900 Millionen Leben, wenn ihr euch erinnern könnt. Und ja, den hatte ich leider nicht gespeichert. Das ist der beste gespeicherte Versuch. Ja, aber mein bester Try war, glaube ich, so circa bei 900 Millionen Leben. Also unter 1 Milliarde. Ne, das ist auf jeden Fall für mich Grund genug, um das heute mal wieder zu probieren. Das letzte Mal, wie gesagt, wo wir hier unseren Try gemacht haben, da hatten wir jetzt 659 Millionen Leben. Und, ach nee, lol. Das war ja das war ja jetzt. Wir haben jetzt 659 Millionen Leben und damals war der 23.03. Ja, ist schon wieder ein paar Tage her. Da hatten wir, das ist immer ganz cool zu vergleichen, da hatten wir 617 Millionen Leben und wir hatten auch weniger Intelligenz. Wir sind jetzt auf 350.000 Intelligenz und von 222.000 sind wir jetzt auf 236.000. Ne? Und ist ganz cool, so die Verbesserung zu sehen vom 23.03. bis heute, bis zum 10.05. Und haben wir, glaube ich, ganz guten Progress gemacht, würde ich mal sagen. Ansonsten waren wir ja auch schon Ewigkeiten nicht mehr auf dem Main gewesen, bevor wir jetzt mal hier gleich reingehen in die Deltopus-Tries. Ne? Wir sind hier leider nicht in der Ehrenhalle selbst vertreten. Der ist der Teufli, der uns vertritt, auf Platz 63. Also nach wie vor immer noch recht stabil in den 60ern hier unterwegs und mit der Gilde Celtic sind wir auf Platz 11 momentan gerade, was auch nicht verkehrt ist. Da gucken wir mal kurz rein, wie wir uns geschlagen haben gegen die Traumhölle. Natürlich werden wir den Try wieder verlieren, weil das leider so ein Bug ist, dass jeden Kampf, den man sich anschaut, man aus der Loser-Perspektive begutachtet, was natürlich schon immer ziemlich hart spoilert. Trotzdem gucken wir mal, wie wir uns geschlagen haben. Das finde ich immer sehr interessant. Schauen wir mal. Wir sollten hier ein paar... wenn der mich jetzt nicht crittet, ja, dann hauen wir den eigentlich weg. Ja, sehr schön. Und mal schauen, den nächsten, vielleicht noch ein Crit. Jawohl, schön gewonnen-hittet hier. Und da haben wir doch ganz gute Arbeit geleistet. Ja, hauen hier ganz gut raus. Ah, das war klar, dass hier noch ein Treffer eingesteckt wird. Und hier auch in der Gegnergilde relativ viele Magier unterwegs. Oh, sehr squishy hier unterwegs hier alle. Und der Aragog, der letzte Kundschafter, 662, auch starker Account. Ja, also wir hatten schon knappere Kämpfe gehabt auf jeden Fall, aber GG's an der Stelle. Dass ich nicht lache.
Was ist das denn, Alter? Der allererste Try und wir haben einfach hä? Wir haben einfach unseren besten abgespeicherten Versuch. WTF? Wie random ist das denn jetzt, bitteschön? Holy shit. Ja, dann haben wir jetzt unseren neuen besten abgespeicherten Try. Ist noch nicht unser bester Try, aber hätten wir den jetzt beim ersten Mal direkt gewone-shottet, ne? Also ich weiß nicht, wie ich mich jetzt hier gehabt hätte in der Situation. Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu viel für mich gewesen hier. Das wäre zu random, wenn wir den beim ersten Mal jetzt auch so ohne Kommentar einfach geschlagen hätten. Aber Marquardt jetzt aber stark gewesen hier. Hat hier starke Crit-Treffer ausgeteilt. Mal schauen, ob die Kunigunde dafür ein bisschen reinscheißt. Hatte auch schon bessere Tries, aber war in Ordnung, würde ich sagen, war durchschnittlich. Und wir hauen leider nicht so starke Crit-Treffer raus. Ja, 1,3, 1,4 Milliarden. Wir haben Marquardt gesehen, der hatte knapp 2 Milliarden Crit-Treffer rausgehauen. Schade. Ja, da ist halt eben die Spanne. Kann halt gut sein, kann halt schlecht sein. Ne? Was hat Marquardt hier eigentlich? Marquardt hat dieselbe Spanne. Ja? Also das ist so ungefähr das gleiche Schadenspotenzial, was der da auch raushauen kann. Ja, aber nice, ich freue mich. Ist schon mal ein neuer bester Try. Das geht schon mal sehr gut los. Ne? Das kann jetzt auch ein kompletter Bait sein. Und das war's heute auch schon gewesen. Ja, keine Ahnung, wird vielleicht jetzt der beste Try gewesen sein für die heutige Folge. Kann sein, denn nach wie vor, ich sag's euch so, wie es ist, eine 0,15 bis 20%ige Chance klingt vielleicht für den ein oder anderen Hardcore-Pilzer nach Free Try, so gefühlt, ne? Aber es ist halt immer noch eine relativ geringe Chance und deswegen, wir werden mal schauen. Aber wir haben ja gesehen, es ist definitiv machbar, wenn die richtigen Sternenkonstellationen sich gegenüberstehen und sich guten Abend sagen, der Jupiter mit den Saturn, dann fällt der Deltopus heute hier. Das habe ich mir sagen lassen in Sternkunde. Ja, keine Ahnung. So, wir... Ja, nice! Digga, was? Ja. Let's go. Alter, wie geil, Junge. Geil, Mann. Deltopus geschlagen. Oh, freue ich mich. Alter, wir haben so lange an dem jetzt gehangen, ne? Und ich habe eigentlich nicht damit gerechnet heute, aber die Chancen sind tatsächlich nicht verkehrt. Ja, geil. Sehr schön. Gucken wir uns an, das Teil. Ey, wir haben den ersten Gegner in der Monstergrotte erlegt, ja? Das ist ein Riesenfortschritt. Wenn wir den ersten Gegner, also viele, ne, man schaltet ja die Monstergrotte in der Schattenwelt ab Stufe 500 frei, ne? Aber bis man da denn irgendwann den ersten Gegner schlägt, das dauert Ewigkeiten, ja? Und deswegen bin ich so froh, dass wir den jetzt abgehakt haben. Haariger Bräutigam. Magier. Oh mein Gott, Alter, den Kampf werde ich mir jetzt aber so genüsslich reinziehen. Alter, wie nice. Ey, ich freue mich mega, dass das... Ey, super, super geil. Schöne Sache, Deltopus. Ja. Schön, geil. Ey, super, super, super nice. Bin so gespannt, was wir jetzt hier gleich sehen werden hier. Mal schauen. Und wie vor allen Dingen sich hier Marquardt und ich uns aus der Affäre ziehen. Ob wir hier schöne über 2 Milliarden Crit-Treffer gleich zu sehen bekommen werden oder ob die Kunigunde alles alleine gecarried hat. Wir werden es rausfinden. Ja, auf den Bertram brauchen wir uns ja jetzt nicht so verlassen. 1,5 Milliarden, ja, 1 Milliarde schwach. 2,1 Milliarden rausgescheppert. Das war nochmal ein guter Try. Ja. So, Kunigunde ist einmal ausgewichen, zweimal, dreimal, viermal, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Mal. 12 Mal ist stark. 12 Mal stark. Ja, also die Kunigunde hat es hier gemacht. Da brauchten wir nur noch unser restliches, da brauchen wir nur noch einmal raufspucken. Ja, und dann ist hier Deltopus gelegen. Sehr schön. Sehr schön. Geil. Ey, ich freue mich so, dass das also geklappt hat jetzt hier. So spontan auch, ne? So, den werden wir hier raus katapultieren. Den werden wir behalten auf jeden Fall.
Und ja, haariger Bräutigam. Wir schauen mal einmal rein, ja. Wir gucken einmal ganz, oh Gott, das Leben, ne? Das ist ein Magier, ne? Oh Mann, das ist ein Tankmagier, ist das. Holy shit. Guck mal, wie wenig Schaden wir jetzt gegen ihn machen hier, ne? Wie viel Schaden wir gegen Deltopus gemacht haben und wie wenig Schaden wir jetzt hier gegen den Magier machen, ne? Ja, da sieht man auch wieder, Angriff ist die beste Verteidigung. Wenn man viel Intelligenz hat und dein Gegenüber auch viel, ne, dann ja, macht sich das halt auch im Schaden bemerkbar. Das ist sehr krass. Ich meine, gut, wir kritten jetzt aber auch kein einziges Mal. Alter, na gut, 1,2, 1,8, oh, ist okay. Oh, nochmal 1,8. Ja, ich sag mal so, für den allerersten Try war es jetzt doch gar nicht so verkehrt. Und dafür, dass wir hier sehr viele nicht kritische Treffer rausgehauen haben, sehe ich hier auch tatsächlich Potenzial. Ne? Aber den werden wir in einer der kommenden Folgen auf jeden Fall mal behandeln. Ich denke mal, für heute war es das auf jeden Fall genug. Ich freue mich, dass wir den abgehakt haben. Weiter gibt es hier auch nichts mehr zu tun auf dem Main. Sehr schön, den will ich hier in dem Video festhalten und den behaarten Affen hier, den geben wir dann in einem extra Video dann nochmal die Bühne und werden den in Zukunft auch nochmal tryen. Und danach wird es, glaube ich, wieder ein bisschen schwieriger, weil, ja, der hatte mir noch Chancen angezeigt hier bei ihm, bei dem nächsten Gegner nachher nicht mehr. Okay, Leute, das war's soweit. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich bin super happy und ja, das war's soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Dankeschön, haut rein und bis zum nächsten Mal.